Liebe Kundinnen, liebe Kunden, heute begrüße ich Sie per Video aus unseren gähnend leeren Räumen hier bei der Mediacom. Auch bei Mediacom arbeiten wir nun fast seit 2 Wochen fast vollständig aus dem Homeoffice, wahrscheinlich ähnlich wie die meisten von Ihnen, und sind eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir zumindest heute noch arbeiten können. Wir bewegen uns alle in sehr herausfordernden Zeiten für uns alle. Die Welt erlebt eine Krise, eine schwere Situation ausgelöst durch diesen Covid-19-Virus. Diese Krise müssen wir gemeinsam meistern und das werden wir auch schaffen. Erlauben Sie mir auch als Nicht-Arzt oder Virologe etwas kurz zum Verlauf einer solchen Krise oder Situation zu beschreiben. Zumindest das, was wir heute mitnehmen konnten aus einigen Erfahrungsberichten anderer Epidemien oder Pandemien. In der Regel durchlaufen Epidemien 3 Phasen. In der Corona-Krise befinden wir uns in Deutschland aktuell noch in der ersten Phase, in der Ausbruchsphase. Das bekommen Sie täglich mit. Der Virus verbreitet sich, wir haben immer mehr Infizierte, die Krankenhäuser werden langsam voller. Das öffentliche Leben steht fast still, wir haben Kontaktsperren, wir müssen zu Hause bleiben und wer kann, arbeitet aus dem Homeoffice. Zugegeben, die Situation ist etwas beängstigend. Schaut man auf die Straßen, wie viele wenig Menschen man heute noch sieht, ist es neu für uns und ein Ende scheint erstmal auch nicht in Sicht. Aber früher oder später folgt dann die Phase der Erholung. Die Epidemie ist hoffentlich weitgehend unter Kontrolle. Wir dürfen wieder häufiger aus dem Haus, wir können in die Büros zurückkehren und es kehrt ein Stück weit Normalität ein. Auf Basis einiger Daten früher Epidemien gibt es von den Experten hier eine Meinung, dass zwischen Ausbruch und Erholungsphase etwa 12 bis 15 Wochen vergehen werden. Aber wir hoffen, dass es beim Covid-19-Virus sich ähnlich verhält. Für Deutschland würde das bedeuten, dass sich im Laufe des Sommers die Situation langsam entspannen könnte. Die Phase der Erholung folgt dann sicherlich die Phase der neuen Realität, in der die Epidemie hoffentlich weitgehend verschwunden ist und der Kampf gegen das Virus gewonnen wurde, indem wir hoffentlich Impfstoffe haben und zumindest wissen, wie wir mit dem Virus umgehen können. Darüber, wann das genau sein wird, möchte ich nicht spekulieren. Ich glaube, eins steht nur fest, diese Zeit wird sicherlich auch kommen, wann auch immer das sein mag. Was bedeutet das alles nun für unser Geschäft und für die Wirtschaft im Allgemeinen? Betrachtet man die Daten aus früheren Epidemien oder Pandemien, fällt eine Gemeinsamkeit auf. Die Entwicklung der Wirtschaft verläuft in jeder Epidemie relativ V-förmig. Was bedeutet das? Erstmal geht es natürlich bergab mit der ganzen Wirtschaft. Mit der Erholungsphase folgt ein Aufschwung, der normalerweise auch über dem Niveau vor Ausbruch der Epidemie ist. Und nach Überwinden der Krise pendeln sich die Märkte eigentlich wieder auf ein relativ stabiles und vergleichbar zu dem alten Niveau ein. Bis dahin steht allerdings noch ein mühsamer und langer Weg bevor, uns allen, den Unternehmen, den Agenturen, den Medien, jedem einzelnen Konsumenten, jedem Mitmenschen von uns. Wir bei Mediacom haben uns fest vorgenommen, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu beschreiten und auch diesen Weg zu meistern. Doch damit das gelingt, müssen wir reagieren, schnell, aber sicherlich auch besonnen und vor allen Dingen auch mit den richtigen Maßnahmen. Wir müssen wichtige Fragen klären, zum Beispiel, macht Werbung für meine Marke heute noch Sinn? Wie erreicht man Konsumenten überhaupt jetzt noch dadurch, dass wir alle zu Hause sind, umfassende Einschränkungen in unserem Leben haben? Es ist sicherlich eine Ausnahmesituation. Wie beeinflusst die Krise die Interessen, den Konsum, aber auch das Mediennutzungsverhalten der einzelnen Menschen? Wie funktioniert ein effizienter Mediamix in Krisenzeiten? Und kann man mit der richtigen Strategie vielleicht sogar gestärkt aus einer solchen Situation hervorgehen? Vielleicht auch interessant zu sehen, wie reagieren andere Marken auf diese Situation und gibt es Learning aus anderen Ländern? Auf diese Fragen möchten wir Ihnen eine Antwort geben. Wir haben uns anders entschlossen, wir wollen Ihnen nicht jeden Tag eine E-Mail schreiben mit Präsentationen, sondern haben uns dazu entschlossen, dieses Video zu veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal, den wir in Krisenzeiten regelmäßig mit relevantem Content immer wieder neu füllen. Sie haben die Chance, je nach Interesse hier den Abo-Button zu drücken und die Möglichkeit zu haben, alle unsere neuen Informationen somit sofort verfügbar zu haben, damit Sie immer in dieser Krisenzeiten für bestimmte Themen den richtigen Inhalt haben auf Ihre Fragen. Außerdem stellen wir Ihnen passend zum aktuellen Video die wichtigsten Fakten und Analysen natürlich auch per Download in einer Präsentation zur Verfügung. Den Download-Link, ich glaube gelernt, in YouTube-Videos finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Damit möchten wir Ihnen helfen,
während der herausfordernden Zeit, die sicherlich vor uns allen liegt, bestmöglich informiert zu sein und die richtigen kommunikativen Entscheidungen für Ihre Marke und Ihr Unternehmen treffen zu können. Ich glaube, am Ende kommt immer das Wichtigste und das liegt uns wirklich, wirklich sehr am Herzen. Bitte bleiben Sie alle gesund, achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihre Mitmenschen, beachten Sie das, was die Bundesregierung vorgibt. Ich glaube, ein wichtiges Gut für uns alle, das wir nicht mit Geld bezahlen können, ist unsere Gesundheit. Von daher würden wir uns wünschen, dass Sie alle gesund bleiben und dass wir auch in den nächsten Jahren gesund und munter uns über die Herausforderungen in der Media unterhalten können. Vielen Dank.